Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe gerade aus einer Quest eine sehr geile Waffe hier bekommen. Und zwar ist das Ganze eine Stärke-Waffe hier mit einer, ja, einigermaßen okayen Spanne. Es war jetzt nicht so nice wie diese hier, also gut. Eigentlich ist sie relativ bad, sag ich mal, alles unter 4K rechts raus ist eigentlich schon nicht mehr so gut. Allerdings hat diese hier auch eine Rune drauf und zwar mit Blitzschaden 13%, ja, sogar noch 3% mehr als auf dieser Waffe hier, also die ist da schon ein bisschen neuer, was das auf jeden Fall angeht. Und wir schauen einfach mal, wir schmeißen die mal ins Klo und gucken mal, was da rauskommt. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und kriegen da eine gute Waffe, irgendwie eine Kundschafterwaffe. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, mal gucken, vielleicht haben wir auch Glück mit dem Attribut. Nö, haben wir nicht. Ja, ist natürlich ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, das Attribut, das ändert sich doch normalerweise auch, ne? Oder kann sich zumindest ändern. Ja, war mir zumindest immer so gewesen. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Wäre aber auf jeden Fall schön gewesen, wenn hier eine Geschickwaffe rausgekommen wäre. Ja, ich gehe mal von, ja doch, eigentlich hatten wir das immer so gehabt, dass man da auch, dass sich der Wert auch ändert, also das Attribut, aber dann hatten wir in dem Fall einfach nur wieder mal Pech gehabt, schade auf jeden Fall. Ich hätte gerne die 13% mehr Schaden hier in Kauf, oder hätte ich nicht in Kauf genommen, sondern hätte ich gerne gehabt, deswegen, gut, werden wir das Ding jetzt auf jeden Fall erstmal los und ja, ich bin ja noch so ein bisschen auf der Suche nach neuen Waffen, damit wir halt den Unge mal versuchen zu legen. Aber ich würde mal heute vorschlagen, dadurch, dass wir jetzt gleich Level-Up sind, das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Bringt zwar jetzt nicht irgendwie so viel, aber ich würde mal tatsächlich den Unge heute ein paar Mal versuchen. So, und ja, ich hatte ja gesagt, mit 490 wollte ich das mal probieren. Allerdings, weiß ich nicht, kribbelt mir das schon wieder irgendwie in den Fingers und deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir heute da mal ein paar Versuche reintryen und einfach mal schauen, wie es so aussieht, wie es wird und was da so passiert und wie weit wir jetzt momentan sind, was die Zeit jetzt so mit sich gebracht hat. Ja, wo will ich wollte eigentlich die ganze Zeit hier in die Unterwelt, Alter, hier Zeitmaschine abholen. So, jetzt fehlt uns noch ein ganz kleines bisschen. Wir drehen noch mal ein bisschen am Glücksrad. So, müssen natürlich hier wieder die ganzen Items loswerden. Zack. Und hoffen mal auf ein bisschen Erfahrung, dass wir hier noch gleich das Level-Up mitkriegen. Nee, hatten wir überhaupt einmal Erfahrung bekommen? Sieht nicht so aus. Und falls doch, hat es dann nicht gereicht. Jetzt habe ich die ganzen Items verkauft. Ich hatte nämlich heute die Quest gehabt, 3 Gegenstände beim Schmied zerlegen. Das ist natürlich mehr als ärgerlich. Das hätte ich mal gleich damit machen sollen. Dann hätten wir das jetzt auf jeden Fall schon gehabt. Ja, gut. Bisschen ungünstig gewählt vom Timing her, deswegen ja, pilzen wir uns jetzt oder Sanduhren wir uns jetzt hier mal durch, bis wir hier das Level-Up haben. So, und da haben wir gleich was, das werden wir mal gleich zerlegen hier, damit der Schmiedauftrag auch gleich erfüllt wird. Ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass das auch geschieht, weil das gibt momentan natürlich auch sehr gut Erfahrung. 11,2 Mille, ja, ist nicht verkehrt. Und ja, zweiter Gegenstand wird zerlegt und wir farmen uns hier weiter durch, damit wir hier, wir könnten hier noch ein Item gleich annehmen. 2 Mille ist gar nicht mal so verkehrt, es sind 10 Minuten. Ich komme hier auch nicht ans Goldcap, also ist ganz okay. Und skippen wir es auch und haben Level 488 erreicht. Sehr cool, herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Wieder ein neues Level-Up und dann pilzen wir uns mal gleich weiter durch hier, nehmen direkt eine neue Quest an. Dann nehmen wir mal die sieht ganz gut aus und skillen gleich mal die Begleiter hoch, damit die auch gleich noch ein bisschen stärker werden. So, 488 wurde erreicht. Dann legen wir mal unser Equipment an. So, da hat sich jetzt, glaube ich, gar nicht mal allzu viel getan irgendwie in der Zeit, wo wir jetzt so lange gefarmt haben. Wir sind von den Basisstats natürlich deutlich besser geworden, das ist ganz klar, aber ansonsten ja, hat sich da nicht wirklich sehr viel getan. So, ich bin jetzt am Überlegen, kriegt jetzt mein Marquardt die Runenwaffe oder bekomme ich die? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich weiß nicht, inwiefern das mir was bringen sollte. Das auf Marquardt, dann kriegt er vielleicht
er ein bisschen mehr Schaden raus. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn er zuerst ein bisschen mehr Schaden rauskommt, bevor ich dann nachher hier an der Reihe dran bin. Und dann würde ich mal sagen, ja, gehen wir mal so auf, ja, so 650 Pilze, so ungefähr. Das werden wir mal versuchen hier reinzukriegen. Mal schauen, was sich jetzt in der Zwischenzeit getan hat. So, also der Marquardt haut natürlich guten Schaden raus und die Kunigunde muss da natürlich ein bisschen was tun. Das ist ganz klar. Da hat sich jetzt in der Zeit natürlich nichts weiter dran geändert. So, ja, ich weiß nicht, ich bin am Hin und Her überlegen. Soll ich die Runenwaffe, also meine starke Waffe, dem Marquardt geben hier oder soll ich die lieber behalten? Weil eigentlich ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn ich am Ende nochmal sehr viel Schaden raushaue, oder? Ich weiß nicht. Ich bin mir da wirklich sehr unsicher, muss ich sagen. So, und ich habe schon gehört von dem Viper, der momentan einen Account sittet, der auch so in meinem Levelbereich ist irgendwie. Ich glaube, der ist noch 1, 2 Level über mir. Auch ein Magier und der hatte den schon irgendwie nach 2 Versuchen oder sowas down bekommen, ja. Da hatte die Kunigunde aber auch sehr gut reingehauen und die beiden, der Marquardt hatte auch einen sehr guten Hit rausbekommen und ja, meine Kunigunde hat ja momentan leider keine verzauberte Waffe, also nicht verzaubert, sondern keine Runenwaffe, ja, weil die hat noch eine einigermaßen alte, wo halt, ich hätte halt wirklich liebend gerne auf der Kunigunde eine Waffe mit Runenschaden drauf, damit die halt nochmal 10 bis 13% mehr Schaden macht und ja, es ist leider nicht der Fall. Aber ansonsten sind hier alle wichtigen Items verzaubert bei mir, wie der kritische Schaden und halt auch der Reaktionswert sind alle drauf und deswegen, ja, machen wir mal weiter. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht, mal gucken. Natürlich müssen unsere Begleiter alle hier durchkritten, das ist ganz klar. Und ich werde schon wieder ungeduldiger und gebe mal ein bisschen Gas. So, also der sollte auf jeden Fall machbar sein. Der sollte eigentlich schon das letzte Mal, wo ich Unge versucht habe, machbar sein. Da habe ich aber auch schon 500 Pilze tatsächlich in ein Video hier in den Gegner reingesteckt. Aber ihr seht, ja, also machbar ist er. Die Kunigunde muss viel rausreißen und die Marquardts, ne? Die müssen, oder die Marquardt und ich müssen halt sehr viel Schaden austeilen. Ja, das Einzige, ich würde wirklich lieben gerne auf der Kunigunde halt eine Runenwaffe drauf haben. Aber man kann ja leider nicht alles haben. So, sobald man in der Remastered hier irgendwie einen Kampf skippt, habe ich das Gefühl, ist das immer noch irgendwie ein bisschen verbuggt und der kommt nicht ganz so richtig hinterher, so wie wir das möchten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von diesen 11% oder 13% oder was das jetzt hier drauf sind bei dem Marquardt, ja, weiß ich nicht, da merkt man auch nicht so, 10% sind hier drauf, merkt man jetzt auch nicht so viel, aber da muss natürlich auch die Spanne muss da mitspielen, ne? So eine 4500er Spanne rechts raus, wenn die trifft, dann ist so ein Unge auch schon mal ganz gut und gerne so, glaube ich, zum Dreiviertel down, ja, würde ich mal so behaupten. 90 Mille, das hat der Marquardt auch schon besser hinbekommen. Und die Kunigunde muss halt ausweichen. Ja. So, manchmal weicht sie auch nicht aus irgendwie und trifft trotzdem, habe ich das Gefühl. So, jetzt müssten wir nochmal einen fetten Hit landen. Ne, das hat leider nicht ganz geklappt. So ungefähr muss es aussehen. Ja, jetzt nur noch ein bisschen stärker. 175 Millionen. Das ist schon mal sehr gut vorgelegt. Und ja, ich weiß nicht, was irgendwie ist das übelst verbuggt, so habe ich das Gefühl. So, das sieht sehr gut aus. Jetzt weicht er auch aus. Jetzt müssen wir noch zweimal. Ja, jetzt könnte er klappen. Jetzt hauen wir wieder keinen Crit raus. Es ist aber auch wirklich immer das Gleiche mit den Dungeon-Kämpfen. Es ist jedes Mal das Gleiche. So, da hat der schon mal nichts geschafft. Dann können wir direkt weiter. Und ich merke auch schon wieder. Oh, was ist das jetzt? Okay, ist auch wieder nix. Ich merke tatsächlich jetzt auch schon wieder, entweder bin ich absolut verskillt, ja, oder der Typ, der diesen Account hat, der auch auf meinem Level ist, hat übelst den, keine Ahnung, High-Skill Magier, der auf dem neuesten Standards ist.
Aber selbst dann würde es auch nicht so viel ausmachen irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Nach dem zweiten Free Try lag der Gegner. Ja, wer es glaubt, auf jeden Fall. Wer es glaubt. So, komm, wir geben jetzt ein bisschen Gas hier, damit wir ein bisschen schneller durchkommen. Ich skippe die Gegner immer noch einzeln, oder ich skippe die Kämpfe hier immer noch einzeln durch, weil mich das doch nochmal interessiert, falls wir irgendwie einen guten Crit anfangs rauskriegen. Dann würde ich den Kampf ja auch schon ganz gerne mal mit begutachten. Alter, da war auch ein 200 Millioner Crit dabei, der muss vom Marquardt auf jeden Fall stammen. Ja, aber so wird es leider nichts. Wir machen jetzt ein bisschen Gas hier und schauen mal, ob wir hier irgendwie einen guten Try haben und schauen uns den mal an. So, also ich weiß nicht, irgendwie, ja, 78 Mille. Da hat es halt wieder an einer Stelle gefehlt, so. Uff, sehr knapp. Das war auch wieder sehr knapp gewesen. Wir schauen uns den Kampf mal an. So, der Bertram ist natürlich wieder komplett useless. Und die Kunigunde hat auch nichts gemacht. Die hat nichts gemacht. Im Prinzip hab ich und mein Marquardt hat da alles jetzt geregelt und die Kunigunde hat diesmal gar nichts gemacht. Was wirklich sehr schade ist, weil das wäre nämlich jetzt schon der Versuch gewesen auf jeden Fall, der gesessen hätte. Ja. Alter. Alter, muss das denn sein? Muss das? Tut das Not? So, was macht Marquardt? Haut einen sehr guten Crit raus. Kunigunde kriegt wieder sofort. Das ist genau das gleiche in grün. 212 Millionen. Das tut doch wirklich weh. Es war jetzt genau zweimal derselbe Kampf. Genau zweimal derselbe Kampf. Wo die Kunigunde nichts geschissen bekommen hat. Und der Marquardt und ich regeln müssen. Ja? Hätte die Kunigunde zweimal ausgewichen, wäre vorbei gewesen. Ja? Dann hätten wir das jetzt gepackt hier. Holy shit. Kommentarspalter, die Dauerschleife der Idole bezwingen. Haben wir es doch noch am Ende geschafft. Jetzt interessiert mich eine Sache, habe ich den Kampf gespeichert? Oder ist der automatisch gespeichert? Weil ich habe jetzt nämlich... Ja, er ist automatisch gespeichert, das ist sehr gut. Haben wir den Kampf tatsächlich noch gewonnen? Ich glaube es nicht. Und ein schwacher Crit vom Marquardt. Ein schwacher Crit diesmal vom Marquardt. Ja, in dem Falle muss die Kunigunde ja ein bisschen ausgeholfen haben. Ja, sie hat einmal überlebt und dann haben wir am Ende nochmal geregelt, ja, und haben den Unge besiegt. Alter, wir haben die Dauerschleife der Idole besiegt. Wir sind durch mit dem Dungeon. Vorbei. Das ist einfach zu krass, Alter. Und irgendwie ist der Gegenstand hier nicht richtig, ja, abgeglichen, so habe ich das Gefühl. Und ein nices Item haben wir auch noch am Ende des Tages bekommen. Ja. Schuhe können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Plus 26 ist zwar jetzt nicht so viel. Rüstung ist ganz gut. Aber Widerstand gegen Blitze, also Widerstand allgemein, ist halt, kann man, denke ich mal, gut gebrauchen. Denke ich mal. Und ja, Alter. Wir haben den Dungeon besiegt. Die Dauerschleife der Idole. Komplett durchgespielt. Nice. Haben wir es jetzt doch noch geschafft. Alter. Ich hätte schon gedacht, wir hatten jetzt nur noch 5 Versuche gehabt, dann wäre es das halt wieder gewesen. Ja. Aber so haben wir ihn jetzt besiegt. Wir speichern ihn ab unter den Kämpfen, die ich als sehr ja, wichtig auf jeden Fall halte. Ja, halte ist das Wort, wonach ich suche. So, die hat zweimal irgendwie ausgewichen oder so, ne? Ja, zweimal, also ist okay. Sehr cool. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich freue mich mega, dass wir jetzt endlich den Unge besiegt haben. Das wurde auch mal Zeit, ja. Ein glorreicher Tag, der heute stattfindet hier. Ja, 4:28 Uhr. Ihr seht gerade, ich nehme halt schon wieder mitten in der Nacht auf, ja. Aber was soll's, ist scheißegal, ja. Video muss auf jeden Fall gemacht werden. Gut.
Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank, dass ihr das live mit mir hier miterleben konntet. Ich bin so froh, dass ich das jetzt im Video habe. Ich wollte ihn schon offline angreifen, damit ich endlich das mal zeigen kann, weil ich habe ihn mir extra aufgehoben. Ich habe immer die anderen Dungeon-Kämpfe hier gemacht. Da bin ich immer Zauberschule und sowas, weil die sind halt relativ schwer und der Unge wäre halt der nächste Gegner gewesen, der dran gewesen wäre, so oder so. Habe ich mir aber aufgehoben, bis ich mal irgendwann ein Video aufnehme. Heute habe ich es gemacht und jetzt haben wir ihn besiegt zusammen. Gut Leute, falls es euch gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar oder eine Bewertung dazu da. Ich bedanke mich mega recht herzlich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, einen super schönen Tag euch. Haut rein und bis zum nächsten Mal.